da noch der Stein am Grabe lag, erstand er frei und alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 3 Frauen kamen zu dem Ort, erstaunt sahen sie, der Stein ist fort. Ein Engel saß statt seiner dort. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Engel sprach: Nun fürcht euch nicht, denn ich weiß wohl, was euch gebricht. Ihr sucht Jesus, den findet ihr nicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not. Kommt, seht, wo er gelegen hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, heute feiern wir den 3. Ostersonntag. Das Grab ist leer. Jesus Christus ist wahrhaft auferstanden und er lebt. Das ist die Botschaft, die uns in diesen Tagen immer und immer wieder zugerufen wird. Im heutigen Evangelium hören wir, dass Jesus seine Jünger nach seiner Auferstehung zum 3. Mal begegnet, ihnen Mut schenkt und ihre Arbeit segnet. Der auferstandene Jesus begegnet auch uns in seinem Wort und im heiligen Mahl. Bitten wir ihn um sein Erbarmen. Herr Jesus, auferstanden von den Toten, Kyrie eleison. Dein Kreuz ist unsere Hoffnung, Kyrie eleison. Du rufst alle Menschen zum Leben, Christe eleison. Du begleitest uns auf unseren Wegen, Christe eleison. Du bist erhöht
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Golgotha, der Erlöser aller Sünder. Preis ihm und Halleluja. Lasset Jubellieder klingen, lasst von Herzen froh singen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. Denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge. Und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte,
einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leben schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Mein ganzes Glück bist du allein. Du Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottes Furcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er
am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei in deinem Herzen und in deinem Leben, damit du seine Evangelium erfüllst und des Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja, 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 Christus ist auferstanden, er, der Schöpfer des Heils, hat sich aller Menschen erbarmt. Halleluja, 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 Der Herr sei mit euch. und mit deinem Deinem Geiste. Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kanaa in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es.
Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, im heutigen Evangelium haben wir gehört, dass die Jünger Jesu zurück in ihrem Alltag sind. Sie sind mittlerweile wieder dort gelandet, wo alles begonnen hat, an ihrem Arbeitsplatz am See von Tiberias. Vor 3 Jahren warfen sie dort ihre Netze weg und folgten Jesus nach, als Jesus sie rief. Die 3 Jahre Wanderschaft mit Jesus haben ihnen vordergründig nichts gebracht. Mit dem Tode Jesu wurden ihre Hoffnungen, ihre Träume und ihre Erwartungen begraben. Petrus hat allen Grund, enttäuscht und resigniert zu sein. Deswegen sagt Petrus heute im Evangelium: Ich gehe fischen. Die Jünger Jesu gehen in der Nacht fischen, denn sie wissen, dass jetzt die beste Zeit dafür ist. Aber in dieser Nacht fangen sie nichts. Die Netze bleiben leer, sie sind enttäuscht. Als die Hoffnungslosigkeit am größten ist, steht plötzlich Jesus am Ufer. Auf sein Wort hin werfen sie die Netze noch einmal aus und sie sind voller Fische. Die Begegnung mit Jesus verändert das Leben der Jünger. Der Auferstandene drängt sich in ihren Alltag und erweckt Hoffnung. Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen erleben wir eine außergewöhnliche Situation.
Das Coronavirus hat unser Leben verändert. Unser Alltag und all unsere Pläne sind durchkreuzt. Viele von uns sind auch entmutigt. Wir müssen auf vieles verzichten. Wir konnten leider nicht die Feiern der Karwoche und Ostern in aller Festlichkeit begehen. Die erste Kommunionfeier, die Taufen und alle gemeinsamen Feiern mussten wir absagen. In dieser Woche wurde auch die Priesterweihe in unserem Bistum abgesagt. Wir können die Gemeinschaft mit den Gläubigen in unserer Pfarrgemeinde leider nicht pflegen. Wir vermissen einander. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Keiner kann sagen, was morgen sein wird, was in einer Woche oder einem Monat sein wird. Viele arbeiten in Kurzarbeit. Einige haben ihren Arbeitsplatz bereits ganz verloren. Die Wirtschaft ist eingebrochen. Veranstaltungen sind immer noch bis auf Weiteres abgesagt. Ja, das setzt uns zu. Wir fühlen uns innerlich leer. Zudem können wir uns leider nicht aufgrund der derzeitigen Corona-Krise in der gewohnten Form von den Verstorbenen verabschieden. Das ist für Angehörige meist sehr belastend und schmerzvoll. Meine Lieben, die Begegnung mit dem Auferstandenen kann, wie bei den Jüngern auch in unserem Alltag, stattfinden. Wenn wir uns wegen Enttäuschung, Resignation, Krankheit, Kontaktsperre, Einsamkeit und Traurigkeit wie leere Netze fühlen, dann schenkt Jesus uns seine Nähe. Wie die Apostel werfen auch wir unsere Netze, das heißt unsere Pläne, unsere Arbeit, mit Gottvertrauen noch einmal aus. Dann werden, so vertrauen wir Jesus nicht so voll, weil Jesus unseren Alltag mit seinem Segen erfüllt. Gott sagt uns in der Einsamkeit, in der Zeit der häuslichen Quarantäne und auch in der größten Not seine Liebe und seine Nähe zu. Ostern, meine Lieben, beginnt dort, wo wir uns unseren dunklen Erfahrungen stellen, anstatt vor ihnen zu fliehen. An ihnen können wir wachsen und reifen. Wir dürfen also immer wieder Neues wagen und Jesus kann unser Antrieb sein. Jesus ist unsere Orientierung. Er hilft uns beim Neuanfang und er begleitet uns. Herr Jesus, sehr oft vertrauen wir auf unsere eigenen Pläne und glauben, dass wir alles aus eigener Kraft vollbringen können. Deswegen bleiben unsere Netze vielfach leer. Der erwartete Erfolg bleibt aus. Stattdessen erleben wir immer neue Enttäuschungen. Herr, wenn wir auf dich vertrauen, dann wird alles gut. Dann werden die Netze voll und unser Leben erfüllt von deinem Segen. Amen.
Wir glauben all an einen Gott, den Vater reich an Gnade, an Jesus, der bezwingt den Tod und auferstand vom Grabe. Wir glauben an den Heiligen Geist, der unsere Schuld vergibt. Durch die Kirche Dank am Preis, Gott, der uns Menschen liebt. Gott, der uns Menschen liebt. Halleluja, Halleluja. Herr Jesus Christus, deine Auferstehung erfüllt uns mit Freude und Hoffnung. Wir brauchen aber deine Hilfe, damit deine frohe Botschaft die Welt verändert. Wir bitten dich. Wir beten für die Kirche Gottes, für Papst Franziskus, unseren Bischof Stephan, für Priester, Diakone und alle Frauen und Männer im Dienst der Kirche. Für alle, die durch Taufe und Firmung zum Volk Gottes gehören. Jesus, du auferstandener Herr, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für alle, die in dieser herausfordernden Zeit auf viele Kontakte verzichten müssen. Erfülle das Leben aller Menschen mit österlicher Freude und Hoffnung. Jesus, du auferstandener Herr, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für die Menschen, die sich mit großem Engagement um andere kümmern und so ein Stück Himmel schenken. Vergilt ihnen ihre guten Taten. Jesus, du auferstandener Herr, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für uns alle, dass wir nicht nur auf unsere eigenen Pläne vertrauen. Gib uns im Lesen und Hören deines Wortes Zuversicht und Halt. Jesus, du auferstandener Herr, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für unsere Toten, für die Verstorbenen, die wir vermissen, und für die Verstorbenen, an die niemand mehr denkt. Nimm sie auf in deine himmlische Wohnung. Jesus, du auferstandener Herr, Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du auferstandener Herr, wir danken dir für allen Beistand und Segen. Lob und Dank sei dir in alle Ewigkeit. Amen. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du
schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Groß ist der Herr, wir wollen ihn preisen. Sein ist die Erde und was auf ihr lebt. Seine Geschenke sind unsere Gaben. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Unsere Hände und Becher sind leer, mit Brot und Wein füllt sie der Herr, denn er ist Gabe und Geber zugleich. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Was er uns gibt, das gibt er für alle, damit wir es teilen mit allen Menschen. So sind wir Freunde an seinem Tisch. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn werden Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, dreimal heilig, bist du, Herr Gott Sabaoth. Erd und Himmel dich lobpreisen, in der Höhe großer Gott. Heilig der in deinem Namen zu uns kommt, Hosanna, Amen. Ihm sei Lob und Herrlichkeit, Preis und Dank in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus
unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm zu und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in der Mitte seiner Jünger und er sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und den Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung, so wie es gerade geht, vielleicht durch ein Winken. Sei mit dir. Friede sei mit dir. Ist das der Leib, Herr Jesus Christ, der tot im Grab gelegen ist? Kommt, kommt, ihr Christen, jung und alt, schaut die verklärte Leibsgestalt. Halleluja, Halleluja. Seht, Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Kommt und esst. Und er nahm das Brot und gab es ihnen. Halleluja. Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und singe, der Heiland ist erstanden heut, Halleluja, sing fröhlich, Halleluja. 3 Tage nur hielt ihn das Grab, freu dich und singe, er warf des Todes Fesseln ab, Halleluja, sing fröhlich, Halleluja. O Christ, nun feste Hoffnung hab, freu dich und singe, auch du wirst gehen aus deinem Grab, Halleluja, sing fröhlich, Halleluja. Der See von Tiberias ist hier. Wir sind dem Auferstandenen begegnet. Er hat zu uns in seinem Wort gesprochen. Er hat sich uns im heiligen Mahl geschenkt. Das hat uns verwandelt. Österliche Menschen denken anders. Österliche Menschen beten anders. Österliche Menschen singen anders. Österliche Menschen leben anders. Wer so verwandelt ist, kann auch die Welt verwandeln. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns
durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Meine lieben Schwestern und Brüder, im Namen des gesamten Seelsorgeteams wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und gute Gesundheit. Bleiben Sie schön gesund. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.